Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video geht es um Tipps und Tricks für Einsteiger in My Career, also dem Modus, wo man einen Spieler steuert und mit dem in der NBA spielen kann, online spielen kann, Park spielen kann. Und ja, da wären wir auch schon beim Punkt. Der erste Tipp ist, spielt lieber erstmal NBA, also My Career offline mit Computerspielern, bis ihr mindestens eine Gesamtwertung von 80 habt. Ihr startet mit einer 60 und arbeitet euch hoch. Und wie schafft ihr es zu der 80 schnell? Indem ihr euren Mitspielern gute Pässe verteilt und so, dass ihr eure Mitspielernote hochbringt und dann auch viel VC, also viel von der Währung kriegt, dass ihr euren Spieler upgraden könnt. Dabei ist es auch wichtig, dass ihr Plaketten sammelt. Plaketten verbessern nämlich auf bestimmte Sachen, die zum Beispiel bei Wurf gibt es eine Plakette, die heißt Reichweitenverlängerung und die verbessert den Wurf aus weiter Distanz. Also solche Plaketten solltet ihr da auch grinden, weil ohne die könnt ihr nicht im Park spielen, weil dann verlegt ihr offene Korbleger oder Dreier werden zu Airballs. Also Plaketten und Overall hochbringen. Wenn ihr jetzt an der 80, 85 seid und beginnt langsam online zu spielen, dann ist es immer sehr hilfreich, wenn ihr Leute habt, die ihr kennt, die das mit euch spielen. Und dann könnt ihr unterschiedliche Positionen solltet ihr dann nehmen. Der eine macht einen Point Guard, also einen Aufbauspieler, und der andere am besten Center. Das soll immer dabei sein, großer und ein kleiner Spieler, weil sonst werdet ihr einfach, wenn ihr zwei kleine habt, kann der Große einfach über euch drüber werfen und das Spiel ist gelaufen, wenn der Gegner einmal in der Offense ist. Des Weiteren solltet ihr euch einen guten Jumpshot aussuchen. Da gibt es amerikanische YouTuber, die setzen sich damit auseinander, schauen, was ist der beste Jumpshot, und die haben dann einfach ein größeres Screen Window, das heißt, es ist wahrscheinlicher, den Bereich zu treffen, wo ihr sicher trefft. Außerdem ist es auch immer hilfreich, wenn ihr mit dem Jumpshot dann vertraut seid, das Jumpshot-Meter auszumachen, weil dann wird dieser Green-Bereich nochmal größer und wenn ihr nicht perfekt timet, sondern etwas zu früh oder etwas zu spät, wird es auch wahrscheinlicher, dass ihr trefft. Ein weiterer ganz wichtiger und einfacher Tipp ist, jeden Tag den täglichen Dreh zu machen. Den findet ihr auf der Current Gen im Cruise Ship und zwar im Game Room. Und da gibt es dann kostenlose VC oder Boosts oder Klamotten oder so. Also auf jeden Fall jeden Tag machen. Das dauert auch nur 1-2 Minuten. Ja, der nächste Tipp ist YouTube gucken. Ihr könnt gerne mich gucken, könnt aber auch viele YouTuber im amerikanischen Raum gucken. Da gibt es dann Videos, was sind die besten Badges, was ist der beste Bild, dazu kommen wir auch nochmal gleich. Und was ist der beste Jumpshot eben und viele weitere Tutorials, wie man am besten spielt vom Gameplay her. Ja, und damit wären wir auch schon beim letzten Tipp, nämlich ihr sollt euch ein gutes Bild erstellen. Ein Bild ist das, wo ihr einstellen könnt, was sind die Stärken eures Spielers, was sind die Schwächen eures Spielers. Da habe ich schon mal links oben ein Video dazu gemacht, zum besten Bild in NBA 2K22. Schaut euch das gerne an. Ja, wenn ihr jetzt Fragen habt, wenn ihr Fachbegriffe nicht verstanden habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt ab jetzt wieder einmal wöchentlich ein Video machen und bis zum nächsten Mal.